Herr Steck, Sie erlebten im Jahr 2020 im Zusammenhang mit einer Operation eine Nahtoderfahrung. Das war so, dass ich schon längere Zeit Probleme hatte mit meinem Hals, vor allem im Innern. Habe das dem Hausarzt erklärt. Er hat geschaut und er hat gesagt, er müsse mich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zur Untersuchung schicken. Und da kam ich dann das Aufgebot und die stellten fest, dass ich Knoten habe und dass die Schilddrüse stark vergrößert ist. Ein Professor war dort, der Chef von dieser Abteilung, und hat gesagt, Herr Steck, das ist nicht eine vergrößerte Schilddrüse, sondern das ist schon ein Kropf, aber der ist bei Ihnen nicht hinausgewachsen, sondern um den Hals herum. So kam es dann, dass wir uns sehr schnell einig waren, dass ich das operieren soll. Ich rückte zu abgemachter Zeit ins Inselspital ein. Es war ein Montagnachmittag. Dort gab es diverse Untersuchungen noch einmal. Da ging ich etwas spazieren, am Abend ins Bett. Am Morgen habe ich um 6 Uhr geduscht, um 6:30 haben sie mich in den Operationssaal gebracht zur Operation und das ging dann ziemlich rasch und ich habe dann nichts mehr gemerkt und bin später erwacht und hat geheißen, es ist alles gut gegangen. Sie können am frühen Nachmittag wieder ins Zimmer zurück, Sie werden dann abgeholt und so weiter. Und ja, ich freute mich schon und am Nachmittag kamen dann 2 Ärzte und haben gesagt, Herr Steck, leider müssen wir Sie heute Nacht noch einmal operieren. Und ich fragte, was ist denn passiert? Und die haben mir die Hand da hingehalten und dann merkte ich, das ist wie eine gefüllte Wärmeflasche, das also Flüssigkeit. Und ich habe aber nicht nach außen geblutet, sondern nach innen und das hat sich gefüllt. Und deshalb haben sie mir dann noch einen Spiegel gebracht und da war ich von Kinn her bis unter die Brust, war alles nicht blau, sondern schwarz. Das sah ganz schrecklich aus. Und so blieb ich im Aufwachraum, wurde von Fachleuten betreut. Das ging alles gut bis so circa um 16 Uhr wurde es immer schlimmer, war mir nicht mehr wohl. Sie haben das auch gemerkt, sind immer wieder gekommen. Und das ist immer mehr geworden und mehr geworden. Und ich habe dann auch einmal geläutet und gefragt, wann komme ich jetzt dran, weil es geht mir nicht so gut. Ich habe gemerkt, ich habe alles wie Nebel gesehen und gemerkt, es geht mir nicht mehr gut. Und kommen Sie? Ja, Sie kommen dran, Sie sind an einem einjährigen Bub am Operieren, das habe ich absolut verstanden. Und nachher kommen Sie dran. Und das ging dann so, dass eben nichts passierte, außer ich spürte, immer mehr Leute waren um mein Bett. Und mir ging es immer schlechter, aber ohne Schmerzen. Aber ich habe gemerkt, ich kriege die Luft nicht mehr, was ich haben sollte und so weiter. Und dass immer mehr Leute da waren, habe ich auch gemerkt. Und plötzlich hörte ich einen Arzt, also der Arzt, wo dort Dienst hatte, hörte den ganz laut rufen, aber jetzt Tempo Teufel, jetzt müssen die Ärzte her und die Betten hier müssen weg und hat da Befehle hinausgegeben, das habe ich nicht mehr verstanden. Und dann kam das, dass ich plötzlich weg war. Ich habe nichts mehr gemerkt, außer habe ich noch einmal gehört, ganz langsam noch 5 Zentimeter, langsam noch 2 Zentimeter, das habe ich noch mitbekommen, nach einer gewissen Zeit. Und nachher habe ich nichts mehr mitbekommen und dann ist etwas geschehen, was ich mir heute fast nicht erklären kann, etwas Wunderbares. Ich lag ja auf dem Rücken. Ich habe nicht gemerkt, dass ich etwas im Hals habe. Ich bin also intubiert worden, das habe ich nicht mehr gemerkt. Und ich sah wunderschöne Farben, so Pastellfarben
alle möglichen Sorte, so von mir, vom Kopf weg hinauf gingen die. Und ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich habe weder gespürt, dass ich noch im Bett bin, noch irgend sonst etwas von meinem Körper. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist jetzt mein Schluss. Und das war aber wunderbar. Ich habe in dieser Zeit, wo der Schluss kam für mich, an niemand mehr gedacht, auch an meine liebe Frau. Das konnte ich gar nicht mehr, weil ich war einfach wie Watte ganz leicht in der Luft und sah diese Farben und so. Und so habe ich das erlebt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie außerhalb des Körpers waren in dieser Situation? Ich habe keinen Körper mehr gehabt, ja. Ich war ganz frei, ganz leicht, wie Watte, wo so leicht ist und so. Aber die Farben und irgendwie wusste ich vorher noch, jetzt sterbe ich. Aber das ist ja schön. Haben Sie auch etwas gehört zu diesem Zeitpunkt? Eigentlich nichts. Ich habe nur gemerkt, jetzt geht mein Leben zu Ende. Das habe ich irgendwie noch gemerkt. Und die wunderschönen Farben, das ist fast unmöglich, das zu schildern. Aber ich habe weder Angestellte noch Ärzte noch irgendetwas gehört und so. Für mich war einfach dann klar, jetzt gehst du weg, bis dann die Farben natürlich verschwunden sind. Ob sie noch da gewesen wären, weiß ich nicht. Ich war nicht mehr da plötzlich. Mhm. Aber das vorher habe ich sicher 15 Minuten, ich kann das jetzt nicht mehr abschätzen, habe ich gemerkt, ei, ist das schön. Und es hat mir niemand gefehlt und ich habe an nichts mehr gedacht. Also sahen Sie die Farben und hatten auch ein Glücksgefühl dabei? Ja, ich war wirklich, es war eine tolle Angelegenheit. Vorher nicht, aber plötzlich kam das anders und das war für mich, das kann man fast nicht glauben. Ich war nicht mehr mich, ich spürte nichts mehr von mir. Weder eine Hand, noch ein Kopf, noch irgendetwas. Es war einfach wunderbar zum Schauen. Also, wie kamen Sie wieder zurück aus dieser Situation? Ich war nachher, das Ganze muss etwa um 19 Uhr passiert sein. Und als ich das schöne Erlebnis hinter mir hatte, habe ich ja irgendeinmal nichts mehr gemerkt. Ich war auch gar nicht mehr da. Ich meinte, ich konnte dann auch nicht mehr denken, ich sei gestorben. Das dachte ich nur bei den schönen Farben und so. Und am anderen Morgen, aber das habe ich natürlich nicht gemerkt, ich war also dann im Koma oder wie auch immer, das, was die Ärzte mit mir gemacht haben, circa um 8 Uhr morgen bin ich aufgewacht in der Notfallstation. Da war so blaues Licht, was immer ist im Notfall. Und ich habe gemerkt, da stehen Leute, habe die irgendwie ganz schwach Köpfe gesehen. Und plötzlich habe ich verstanden, Herr Steck. Und offenbar habe ich dann reagiert, Sie können aufwachen. Herr Steck, Sie können aufwachen. Es ist alles gut gegangen. Wir haben Ihrer Frau schon telefoniert. Sie weiß es geht Ihnen gut. Sie müssen jetzt einfach noch etwas hier bleiben. Und das habe ich dann plötzlich wieder verstanden. Und dann später kommen Sie dann in Ihr Zimmer. Und als ich dann mehr wach war, kam eine Fachangestellte zu mir und sagte, Sie, Herr Steck, Sie haben, wo wir Sie baten, Sie dürfen aufwachen, hätte ich gesagt, ich kann nicht mehr aufwachen. Ich bin gestorben. Und das kann ich mir bis heute nicht erklären, wie das entstanden ist. Was für
Auswirkungen hatte dieses besondere Erlebnis auf Ihr Leben? Ein wunderbares. Nicht, was vorher war und was dann nachher noch war, aber das Erlebnis mit diesen Farben, mit dem Sterben, wo ich wirklich, ich war überzeugt, jetzt kommt mein Sterben. Ich war immer ein positiver Mensch in meinem Leben, oder sagen wir fast immer. Und das hat mich noch positiver gestimmt. Eine riesengroße Dankbarkeit. Wenn Sie jetzt zurückdenken an dieses Erlebnis, haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Nein, wenn ich so sterben darf einmal, dann ist das wunderbar. Und ich bin nicht fromm, aber ich habe irgendwie ein Glaube, vielleicht an eine höhere Macht, beim Wandern, das wir oft machen, jetzt auch wieder. Das ist manchmal so wie ein guter Gottesdienst oder so. Ja, da denke ich, es gibt eine höhere Macht und das ist das. Hat sich bei mir noch verstärkt und nein, ich hätte nicht Angst zum Sterben, aber ich bin mir bewusst, dass man vorher vielleicht viel Schmerzen hat, das bin ich mir bewusst. Das gehört halt auch dazu. Aber wenn ich so einmal gehen darf, dann ist das etwas Wundervolles und ich glaube, es gibt eine höhere Macht. Und ich bin seither, haben wir zu Hause, wir hatten dieses Jahr goldige Hochzeit. Wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis, aber das hat sich eher noch verstärkt, weil ich einfach nur dankbar bin, dass es mich noch gibt. Ich habe ganz tolle, gute Freunde. Das hat sich auch verstärkt. Ich schätze das Leben über alles, dass ich noch hier sein darf, friedlich und zufrieden. Und ich denke oft auch, wenn ich ruhe oder wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich nachts verwache, wenn du so gehen darfst, und das habe ich auch schon Leuten erzählt, man muss an das Positive glauben und ich glaube, das wird einmal so sein bei mir. Also Angst habe ich nicht mehr, aber dass es keine Schmerzen gibt, je nachdem, an was man stirbt, das natürlich nicht. Herr Steck, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön, gern geschehen.